Guten Morgen. Ich glaube, das ist der erste Morgen, wo die Linse der Kamera nicht beschlägt. Ja, es ist so angenehm warm. Richtig schön. Heute geht's in die Türkei. Mal schauen, ob das alles klappt. Visum haben wir ja. Versicherung haben wir nicht, das müssen wir an der Grenze besorgen. Und das sollte aber kein Problem sein. Something has me feeling the rhythm of the beat, pounding of the 180, echoes of a hole. Stronger than desire, yeah, I would never fight it. Possessing these fingers and shouting with his voice. From the caverns in my chest I feel it echo. Hold me like, come on, hold the sun. Hold me like, secret lover, been in the dark. Plant the soles of your feet on the soles of mine, where our flesh meets sweet crocodile. Das ist das Meer da hinten. Das ist unser Ausblick jetzt in der Früh. Cool. From the caverns in my chest I feel it echo. So hold me like, come on, hold the sun. Hold me like secret lover, ripping in the dark. So, wir haben jetzt mal, es hat nämlich immer irgendwas gerüttelt hinten, wenn wir die Straße gefahren sind. Wir haben jetzt mal nachgeschaut. Unten, da der Stoßdämpfer. Ja, soweit so schlecht irgendwie. Ja, ich glaube, damit kann man weiterfahren. Glaubst du, können wir das bei der Regierung einreichen, weil die Straßen so schlecht sind? Ja, wir haben das ganze Werkstatthandbuch vom Defender mit. Und es gibt einfach nichts für Stoßdämpfer. Wo es am meisten sinnvollerweise hinpassen würde, wäre Hinterradaufhängung oder Vorderradaufhängung. Aber da sind nur Radträgerlager drinnen und sonst nichts. Das ist echt mies. Wir schleppen das so lange mit für genau sowas. Also ich weiß nicht, ob ich diesem Serviervorschlag irgendwann gerecht werden kann. Man braucht dafür 3 verschiedene Blumen und eine Biene und Waben. Darin muss man dann den Honig einfüllen und so wird er serviert. Ich glaube, ich habe noch nie so ein großes Willkommensländerschild gesehen. Das ist recht eindeutig, wo wir jetzt gerade sind. Wir sind in der Türkei und wir folgen jetzt einem Taxi. Wir mussten nämlich die Versicherung kaufen und die konnte man wieder nicht mit Karte bezahlen. Und wir haben in keiner Währung wieder irgendwelche Scheine gehabt. Also Tipp für alle, Bargeld mitnehmen, wenn man über die Grenze fährt. Auf jeden Fall folgen wir jetzt einem Taxi, das uns sozusagen das Geld vorgelegt hat. Also die waren ja schon ganz eingespielt, der Versicherungsmakler sozusagen und der Taxifahrer. Bis zum nächsten ATM folgen wir eben jetzt. Dort heben wir dann das Geld ab, geben es ihm und können dann einfach weiterfahren. Die Versicherung haben wir schon. Außerdem wurde unser ganzes Auto von einem Spürhund durchsucht. Das war ziemlich cool. Das Dachzelt mussten wir auch aufklappen und da sind alle Beamten gekommen, um zuzuschauen und sind dann so in einer Gruppe gestanden. Weil ich glaube, die haben das halt alle noch nie gesehen. Und da hat er auch kurz reingeschaut und dann mussten wir eben das ganze Auto ausräumen. Dann ist der Hund reingesprungen. Er hat alles mit seinen Pfoten begrapscht, überall geschnuffelt und ja, jetzt dürfen wir fahren. Der Grenzbeamte war so super, weil zuerst hat er halt so urstreng mit uns gesprochen und als wir dann fertig waren mit Auto ausräumen und er zum Hund sich gewidmet hat, hat er dann halt so gesagt, na komm, na komm! Er war halt so urfröhlich und so urmenschlich und das war echt schön zu sehen. Ja, und mit dem Hund so rumgespielt und so. Das ist unser Taxifahrer, der hat uns auch geholfen mit den ganzen Papieren dann am Ende. Und der Dani hebt gerade Geld ab, hinten am Bankomaten. Und es sind richtig viele Leute auf der Straße und alles lebt und oh, ist ganz schön hier.
Laut Versicherungszettel haben wir jetzt einen Land Rover Freelander. Das ist ziemlich lustig. Aber sonst, also die, wie heißt das, Fahrgestellnummer passt. Also es ist eh eindeutig, dass es unser Auto ist, aber ein Freelander ist das wirklich nicht. So, wir parken hier mitten im türkischen Kreisverkehr, weil unsere Warnlichter sind an, also dürfen wir das. Und jetzt gehen wir ohne Zebrastreifen über die Straße und kaufen uns einen Burek. Burek ist es in Serbien. Okay, danke schön. Ist so schön hier. Ein bisschen wie bei den Spare Ribs in Lviv. Bei Börek für insgesamt unter 2 Euro. Und wir haben schon gemeint, wenn das wirklich so günstig ist, dann werden wir uns nur von Börek ernähren. Aus Bulgaristan sind wir gekommen und nach Istanbul geht's. Sie schreiben das große I mit einem Punkt auf. Das ist ganz interessant. Ja, es macht einen Unterschied, ob ein Punkt oder nicht ist. Ja. Mhm. So, wir haben schon nachgeschaut, wo wir in Istanbul eine Land Rover Werkstätte finden. Genau. Und jetzt freuen wir uns auf die Türkei. Hold me like new believers holding on to God. Auf den türkischen Autobahnen muss man Maut zahlen und dafür gibt es so eine Karte, die man irgendwo besorgen muss. Und da gibt es eben so eine Post, wo man die Karte bezahlen kann. Dieser mysteriöse Sticker, ich weiß nicht, was genau da drinnen ist. Auf jeden Fall ist da ein Barcode auf der einen Seite. Der Barcode schaut aber nach innen, weil picken tut's da. Da ist kein Barcode. Und damit fährt man durch und es wird automatisch abgebucht. Ich habe jetzt 100 gezahlt und 92 sind nach oben. Aber zum Beispiel die Bosporus-Brücke, die kostet 30 oder sowas. Also, ja, und man kann es nicht zurückkriegen. Man kann es nicht zurückkriegen, okay. Und man sagt ja immer, dass der Verkehr in Istanbul so verrückt ist. Und ja, das stimmt. Wir sind jetzt bei einer Land Rover Werkstätte. Wir werden uns jetzt um den Gummi bei den Stoßdämpfern kümmern. You can turn it, you see? This is broken and Bunlar değil mi? Merhaba abi, hoş geldin. Sie reparieren hier keine Defender mehr. Und es gibt eine andere Firma, die sie repariert. Da kann man sich, ja, da könnten wir hinfahren. Er hat gleich gefragt, ob sie dort den Teil haben. Sie haben den Teil nicht und wenn wir ihn bestellen, dann dauert es 1 Monat. Ja, und wir werden den Teil schon irgendwie bekommen. Und sie haben einen Defender ausgestellt, nämlich einen ziemlich neuen. Wow. Die letzte Edition. Also da tut es dann richtig weh, wenn du seitlich bei den Ast seitlich so richtig kratzt. Oh, schau mal. Man kann die Fuel Cap nicht mehr verlieren. Oh ja, angeschlossen. Was natürlich nicht fehlen darf, verrostete Teile. Thank you. Da stehen 2 Leute mitten auf der Autobahn und verkaufen Brezeln oder sowas. So schaut's aus in Istanbul. Oh Gott. Wir stehen da gerade auf so einem Baustellenanfang. Ich musste so aufs Klo den ganzen Stau schauen und da können wir endlich gut stehen. Und ja, es gibt noch gute Neuigkeiten, und zwar... Ich habe gerade mit Felice geschrieben, das ist eine Bekannte von unserer Familie, eine Freundin. Und dann haben wir ein bisschen rumgeschrieben und sie gemeint, wir können nicht bei ihr bleiben. Und das ist super nett. Danke dafür. Und ja, jetzt organisieren wir gerade die Adresse und so weiter. Es ist das reine Chaos hier. Dani, bitte! Oh mein Gott. So, wir sind angekommen und auf wundersame Weise haben wir auch einen Parkplatz gefunden. Nicht so einfach mit dem Defender? Nein, nicht so einfach in der Stadt. Generell, ja. Und jetzt werden wir Ugo treffen und Felice und ihre Tochter. Also ich habe mir das jetzt angeschaut und wir haben jetzt schon die Part Number herausgefunden, wie das Teil heißt. Und er kennt, und wie heißt er? Ugur. Und Ugur, unser Gastgeber, und wir sollen uns keine Sorgen machen, wir können hier auch noch bleiben und ja,
wieder eine Challenge, aber es scheint, als würde sich das auch wieder alles schön seinen Weg finden. Flutter of breathing, the texture, oh, the tone. Morgen. Guten Morgen. Heute muss ein Video fertig sein, deswegen schneidet der Dani gerade noch. Es wird ein Frühstück hergerichtet mit so vielen leckeren Sachen. Oliven, ich liebe Oliven. Omelette, Käse, Gemüse, yeah. So, der Defender ist jetzt in der Werkstatt und ja, sie können hier angeblich alles richten, also vertrauen wir ihnen auch. Es ist ein alter Mechaniker, also er schaut sehr, sehr erfahren aus und er wird das jetzt richten. Sie haben neue Gummis gefunden und das sind die alten und das sind die neuen. Da sieht man schon einen Unterschied. Jetzt gibt es noch türkischen Tee zum Abschluss und dann ist es schon noch erledigt. Das ist echt schnell gegangen. So, ich werde jetzt gerade noch zum Gebet gerufen und ich trinke noch mal einen türkischen Tee und dann Tamam. Kocası alıp gelecek. Tamam oldu, hadi yarın görüşürüz. Der Mechaniker hat die Taschenlampe unterm Auto vergessen und da hängt sie immer noch. Mir wurde schon vorher erzählt, dass es eben diese Polizeiabschleppwagen gibt mit Blaulicht. Jetzt haben wir es so zufällig gerade gesehen. Und wirklich, er fährt hin, diese Streben fahren unter das Auto, es wird hochgehoben auf den Laster und dann ist es weg. Ben göreyim var ya benim arabamda da kaldırsın. Und er hat auch gemeint, es kann sein, dass man in der Türkei einfach Zigaretten holen geht und danach ist das Auto weg. Das ist so verrückt. Die Werkstatt war eine Werkstatt, wo er seit 10 Jahren schon hingeht. Und was schätzt du, was wir gezahlt haben für die Reparatur? Also für die 4 neuen Gummidinger und halt einbauen? Nichts. Nichts? Das ist aber nett. Und das sind kleine Gummisachen? Ja. Das ist so cool. From that love, so hold me like, come on and hold the sun. Wir sind jetzt am Weg, ein bisschen Sightseeing zu machen und der Aufzug hier hat keine Tür. Das ist echt aufregend. Nein, nicht angreifen! Ich glaube, man kann jede Tür aufmachen. Einfach so, bist du verrückt, Dani? Hold me like new believers holding on to God. Hold me like new believers holding on to God. Hold me like new believers. Wir haben unsere Zeit in Istanbul genossen und jetzt packen wir gerade alle Sachen zusammen. Morgen früh werden wir dann um 5 Uhr nach Bodrum starten. Das dauert ca. 10 Stunden, also wir werden am Abend dort sein. Und gute Nacht auf Türkisch heißt İyi geceler. Holding on to God.
Hold me like true believers, holding on to God. Hold me like true believers, holding on to God. Das ist schon ein bisschen eine Vorschau in ein nächstes Video. Wir sind nämlich schon auf Rhodos. Generell wollen wir mal Danke sagen an alle, die uns immer kommentieren und die Videos anschauen. Und wir möchten uns ganz herzlich bei allen neuen Patrons bedanken. Und zwar Hartmut, Dominik und Felix. Das ist echt super, dass ihr uns jetzt pro Video unterstützt. Das freut uns extrem. Und wir wollen uns auch bei den Leuten bedanken, die uns über PayPal unterstützt haben. Und zwar Axel, danke für die Nachricht. Liebe Grüße zurück. Und Matthias, danke. Und Florian natürlich, Frühstücksschmarotzer. Vielen Dank. Und wir wollen uns auch herzlich beim Robert bedanken, der uns in sein Restaurant eingeladen hat. Und beim Andreas, der uns in sein Hotel eingeladen hat. Dankeschön und bis zum nächsten Video.